Hello so beautiful, du bekommst endlich mal wieder eine DM-Haul von mir. Hier sind alle diese tollen Produkte. Es gibt 2 coole Dupes und es gibt eine coole Neuheit. Gefällt dir diese Art von Video, dann lass gleich einen Daumen nach oben da, denn dann weiß ich das. Wir fangen gleich mal mit einem super krassen Dupe an und zwar ist es dieses Parfum von Celine, heißt Cherie de Fleur. Also es ist ein blumiger Duft und ich war so geflasht, als ich den ausprobiert habe. Der kostet 5,95, ein krass günstiger Preis und das ist ein wirklich fast originaler Dupe, also ein Duftzwilling zu dem Lancôme Idol. Und gleichzeitig finde ich noch, es hat was von Narciso Rodriguez, von dem Rosanen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt, glaube ich, Hör. So ein toller Duft. Musste ich mir einfach selber gleich schenken und mir gönnen. Er enthält Rose, Jasmin und Musk. Und so sieht der Flakon aus. Super edel. Und ich liebe diesen blumigen, pudrigen Duft. Dieses Pudrige, was Narciso Rodriguez auch sehr, sehr stark hat. Und süß, aber nicht zu viel. Weil das Pudrige einfach total dämpft. Und ich liebe es. Kennst du den noch nicht? Dann probier den mal aus. Der Preis ist so unschlagbar. Das zweite ist ein Deo ohne Aluminium. Darauf achte ich sehr extrem, denn das ist so ungesund. Es ist von 8x4, kostet 2,95 und es riecht fantastisch. Außerdem habe ich schon ein kleines Testerchen gehabt. Das war mal in der My Little Box drinnen. Habe ich jetzt 2 Wochen getestet. Wirklich in der Arbeit und unter extremer Belastung, auch beim Sport, das hält geruchsfrei. Deswegen habe ich jetzt gleich die große Dose und da gibt es verschiedene Gerüche, die sind auch Dupes von berühmten Parfüms. Ich weiß aber jetzt noch nicht von welchem das der Dupe ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Da gibt es noch andere Sorten, die auch Dupes sind. Also hier steht sogar, inspiriert von einem Premium-Parfum. Dann musste ich etwas mitnehmen, was noch nicht ganz leer gegangen ist, aber fast und ich liebe es. Das ist das Tattoo Brow von Maybelline. Das ist so zum Aufmalen und Abziehen. Da habe ich auch schon einen Langzeittest für euch, ein Video vorbereitet, habe es aber noch nicht geschafft, das fertig zu drehen. Kriegt ihr noch. Ich zeige euch da einen Vergleich mit einem anderen berühmten Waterproof und Langzeit Augenbrauengel. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert mich jetzt gleich. Und hier kaufe ich tatsächlich die Farbe Dark Brown, ist das, glaube ich. Ich muss mal nachschauen. Genau, Dark Brown. Hört sich jetzt für mich ein bisschen dunkel an, weil ich ja blonde Haare habe und auch meine Augenbrauen sehr hell sind. Aber ich mag das einfach, wenn es sieht einfach ausdrucksstärker aus, wenn die Augenbrauen ein bisschen dunkler sind und es färbt halt die Haut. Und so ganz, ganz dunkel kommt es dabei nicht raus. Es ist einfach nur richtig geil. Ist aber nicht so ergiebig. Leider, für den Preis von 11,95 würde ich mir ein bisschen mehr Inhalt wünschen tatsächlich. Dann kommen wir zu einer Neuheit und zwar von Catrice, der Matte Pro Ink Lipstick 12 Stunden Halt Nummer 60. Das ist der absolut krasse Dupe zu dem, den ich jetzt gerade trage. Und der, den ich jetzt, sagen wir erstmal, was der kostet, 4,95. Und der Dupe dazu ist der hier von Trended Up. Und zwar kostet der nur 2,95. Das ist exakt die gleiche Farbe. Und ich habe die auch schon nebeneinander getestet. Dazu gibt es noch einen Short von mir. Der Trended Up hält sogar noch besser. Ist noch wischfester als der hier. Also ich bin total geflasht. Beide, also hier steht das Identische drauf. Müsst ihr mal gucken. 12 Stunden Halt, matt und so weiter, ist dieselbe Farbe. Und Trended Up hat den Farbcode 90. Da haben sie jetzt einfach nur die Zahl umgedreht. Ansonsten sind die beiden identisch. Noch eine coole Neuheit von Catrice, ein All-Over Glow Tint. Das ist ein flüssiger Highlighter, den zeige ich dir mal, habe ich jetzt nämlich noch nicht drauf. Den trage ich normalerweise unter meiner Foundation auf, kannst du aber auch quasi unter deiner Tagescreme auftragen oder wenn du ohne Make-up rausgehst, dann geht das auch. Sieht es im ersten Moment ein bisschen heftig aus, lässt sich aber dann gut verteilen. Und ich persönlich liebe es, wenn meine Nasenspitze so glänzt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Der lässt sich super gut verteilen, ist sehr cremig, macht einen super schönen Glow. Und vor allen Dingen als Basis unter der Foundation ist das wirklich toll. Der kostet 4,45. Gibt es auch noch übrigens in anderen Farben. Ich habe jetzt den Goldton genommen. Das gibt es auch noch in einem eher rosanen Ton und einem eher bräunlichen Ton. Je nachdem, was für ein Hauttyp man ist, was man gerne mag. Dann habe ich noch ein neues Make-up-Eye mitgenommen. Ein Beauty Blender von Maybelline. Ebelin, komme ich schon durcheinander, hört sich so ähnlich an. 2,45 kostet das. Ebelin ist eine tolle Marke. Ich habe
Also ist ja die Eigenmarke von DM. Ich habe viel davon und die haben wirklich eine tolle Qualität. Es ist abgeschrägt, es hat hier auch eine Spitze. Man kann damit richtig schön die Konturen ziehen oder auch richtig schön mit der runden Seite das Make-up großflächig auftragen. Mit der abgeschrägten Seite kann man richtig schöne Konturen ziehen. Mit dieser flachen Spitze kann man so ganz gezielt Rötungen abdecken oder Pickelchen abdecken. Und mit diesen Flächen kann man perfekt den Concealer unter den Augen verteilen. Absolut super, und bei mir war es mal nötig, weil mein anderer löst sich schon ein bisschen auf. Durch ständige Waschen kommen ein paar Stückchen daraus. Was hat dir am besten gefallen und was wirst du dir mal anschauen, vielleicht sogar nachkaufen? Interessiert mich, schreib es mir in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!